zischt, ey. Lecker. Heute machen wir eine probiotische Brause aus Wasserkefir. Legen wir los. So, ja, gleich als erstes mal der Wasserkefir, der wird auch Japan-Kristalle genannt. Der ist nicht mit Milchkefirknollen zu verwechseln. Wasserkefir enthält zwar auch Milchsäurebakterien und Hefen, aber in einer anderen Zusammensetzung. Für die Brause benötigen wir natürlich fertigen Wasserkefir, den filtere ich mir hier gerade durch ein Nylonsieb. Verwende am besten kein Metall im Zusammenhang mit Wasserkefir, das mag der nämlich nicht und durch die Säure kann es zu ungewünschten Reaktionen mit dem Metall kommen. Als nächstes setze ich mir gleich mal neuen Wasserkefir an. Dafür gebe ich mir immer 3 gehäufte Esslöffel Rohrohrzucker in ein Glas und fülle das mit 1 Liter gefiltertem Wasser auf. Wichtig, es muss chlorfreies Wasser sein, denn Chlor ist bekanntlich dem Wasser beigesetzt, um Bakterien und Hefen abzutöten. Das wäre also kontraproduktiv für deine Wasserkefirkristalle. Gut umrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat, dann die Wasserkefirkristalle wieder dazugeben, mit einem Tuch oder Küchenpapier abdecken, ja, und dann wieder für 2 Tage in der Küche oder wo auch immer ins Regal stellen und wieder neuen Wasserkefir fermentieren. Das ist doch schon genial. Also dieser Wasserkefir, der macht aus Zucker, Wasser ein probiotisches, ein erfrischendes, säurehaltiges Getränk. Das ist doch echt Wahnsinn. Ich mag Wasserkefir. So, also als nächstes brauchen wir Obst. Da kannst du nehmen, was immer du magst. Ich habe jetzt hier Melonen, Blaubeeren, Erdbeere und Ananas. Und dann habe ich hier noch 4 Gläser mit Bügelverschluss, in die jeweils 250 Milliliter passen. Größere oder kleinere Gläser mit Schraubverschluss gehen natürlich auch. Ich habe mir immer 40 Gramm Frucht und 200 Gramm Wasser abgewogen und fein püriert. Ich zeige das hier nur gleichzeitig mit einem Mixer und dem Pürierstab, um dir die alternative Wahl zu lassen, ob du jetzt also einen Standmixer verwendest oder einen Pürierstab. Ich sag mal, wenn man nur eine Sorte macht und die Menge entsprechend größer ist, dann bietet sich natürlich so ein Standmixer eher an. Und bei kleineren Mengen dann halt einfach mit so einem Mixstab. Falls du keinen Fruchtmus im Glas haben möchtest, kann ja sein, ne? Dann verwende stattdessen 50 Gramm Früchte und 250 Gramm Wasserkefir. Pürier dir das, filter die Flüssigkeit durch ein Sieb und gib sie dann halt erst in die Flaschen. Das ist total optional für alle die halt keine Fruchtstückchen in ihrer Brause haben möchten. Gut, das gesagt, wenn du die Mischung abgefüllt hast und die Flaschen verschlossen sind, dann muss die Brause jetzt für 2 Tage fermentieren, damit sich reichlich Kohlensäure bildet. So, dafür lassen wir die Flaschen jetzt einen Tag bei Raumtemperatur stehen und dann nochmal für eine Nacht in den Kühlschrank und danach ist deine Brause soweit fertig fermentiert. Du kannst sie danach natürlich noch weitere Tage im Kühlschrank lassen, aber nach 2 Tagen ist sie auf jeden Fall schon mal soweit fertig. Die Fermentation ist gerade am Anfang recht heftig und es geht ziemlich schnell, dass sich die Kohlensäure bildet. Daher ist es wichtig, dass du am ersten Tag die Flaschen 2-mal öffnest, um den Druck entweichen zu lassen. Ja, und wenn du nach 2 Tagen die Brause genießen möchtest, dann passt beim Öffnen der Flaschen etwas auf. Ich hatte schon einige Male Fruchtmus im Gesicht. Und probiotische Brause selber zu machen, ist doch wirklich ganz einfach, oder? Also meine Lieblingssorte ist ja Ananas und darum ist die jetzt auch schon alle. Und da werde ich jetzt gleich mal Nachschub machen. Und bis dahin kannst du ja mal so lieb sein und mir einen Kommentar dazu dalassen, welche Sorte deine Lieblingssorte ist und ob ich eventuell mal so einen Cola-Sirup ausprobieren sollte. Also so einen selber gemachten Cola-Sirup und dann damit eine probiotische Cola produzieren. Das wäre doch was, oder? Na, wie auch immer. Wenn dir das Video gefallen hat, sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du meinem Kanal Nico Standizock noch nicht folgst, dann sei so lieb, drück den roten Button und abonniere den Kanal Nico Standizock. Das hilft mir wirklich sehr. Ansonsten sage ich einfach jetzt Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!